Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play The Legend of Heroes Trades from Zero. Ich habe beim letzten Mal schon wieder mitten zu Kampfbeginn aufgehört, weil die Zeit schon rum war. Wir stehen jetzt hier gerade, nachdem wir beim letzten Mal einige neue Erkenntnisse gewonnen haben, quasi direkt der Mafia gegenüber, haben uns zumindest temporär mit Wazy, einem Bandenanführer oder dem Bandenanführer der Testaments verbunden, um denen hier Einhalt zu gebieten. Und ja, gucken mal, wie gut oder schlecht wir dabei abschneiden. Wazy hatten wir bisher im Kampf noch nicht mit dabei, deswegen weiß ich gar nicht, was der Bengel alles so kann. Warte mal, ich muss mal mein Mikro kurz ein bisschen umpositionieren. So, Phantom Rush und Broad Axe. Restrains the enemy with rapid strikes, Speed minus 50% und a Roundhouse Kick with plenty of weight behind it. Das klingt erstmal ganz gut, dafür müssen wir allerdings erstmal ein paar CP sammeln. Ach, und guck mal hier. Der kann zaubern. Dann ist es vielleicht ganz gut, dass ich beim letzten Mal gar nicht Tio mit reingenommen habe, wenn er hier auch alle Elemente, also fast alle, also einige Elemente, sagen wir einige, abgebildet kriegt. Er kann heilen. Returns lowered stats to normal for all. Chrono down. Decelerates time in an area. Und Forte. Grants the power of fire to an ally. Ich glaube, damit starte ich jetzt auch einfach mal. Wobei, er hat einen Critical gerade. Vielleicht macht da ein Attack Sinn? Weil, oder habe ich vom Critical-Effekt irgendwas, wenn ich jetzt Forte zaubere? Ich glaube irgendwie nicht. Oh, das ist aber wenig Damage. Okay, ich glaube, das wird schon wieder ein durchaus anspruchsvoller Kampf werden. Axel Rush. Whirls around Tonfas, making a series of shockwaves. Solange ich nicht beide in diesen Radius reinkriege, werde ich davon erstmal Abstand nehmen. Beim letzten Kampf gegen Ward wurde mir empfohlen, auch mit Forte zu arbeiten. Deswegen dachte ich, das könnte hier vielleicht hilfreich sein. Und das wird es auch, wenn Wazy an die Reihe kommt. Aber erstmal muss ich gucken, wie ich mich mit den restlichen Optionen so begnügen kann. Lloyd kommt halt sehr spät erst an die Reihe, beziehungsweise hat einen ultra langen Delay, wenn er jetzt mit Stone Spike arbeitet. Deswegen würde ich erstmal angreifen wollen. Und hoffe, dass die nicht allzu krass Damage austeilen. Okay, das ging schon mal daneben. Das ist ein guter Start. Das ist auf jeden Fall wiederholenswert. Das Gute ist, dass Randy gar nicht so weit von seinem S-Break entfernt ist. Power Smash. Ja, dann sollte ich mir das aber natürlich auch aufheben und nicht hier direkt verballern. Chrono Down hat er auch. Und Forte hat er auch. Aber ich glaube, ihn lasse ich jetzt erstmal angreifen. Weil er, wie gesagt, die CP braucht und glaube ich auch derjenige ist, oh shit, der hier imstande ist, den meisten Damage auszuteilen. Und das würde ich jetzt gerne zusätzlich boosten, indem er einmal Forte bekommt. Ich weiß nicht, Wazy würde ich irgendwie so als Magier einstufen, auch jetzt, wo ich sehe, dass er so viele Elemente abgebildet kriegt. Ich könnte allerdings so als Strategie... Ah, guck mal, jetzt trifft er die sogar beide. Dann mache ich das. Dann werde ich jetzt den S-Craft für Randy ansteuern, quasi. Und dann wird er... Achso, guck mal, das kann er sogar jetzt schon einsetzen. Dann kommt Forte gerade recht. Dann kommt es gerade recht, weil dann kann er es jetzt machen. Oh shit, jetzt stehen die zu weit auseinander. Oh, ist das bitter. Ist das bitter, weil er eigentlich einen ganz guten Radius hat, aber jetzt ist es zu spät. Jetzt komme ich aus diesem Menü nicht mehr raus. Ich glaube, wenn einer down ist, dann geht das hier eh relativ zügig. Und der brennt jetzt auch. Oh, das hat wehgetan. Okay. Ich muss auf jeden Fall mal heilen. So, warte mal, Recovery. Das muss auf jeden Fall dem Randy jetzt erstmal aushelfen. Sonst haben wir hier gleich ein großes Problem. Weil zu zweit möchte ich hier nicht kämpfen. Wenigstens ist der jetzt ausmaximiert. Das ist gut. So, der wird doch durch seinen Verbrennungseffekt, sage ich mal, eh gleich ins Gras beißen, oder? So, dann würde ich jetzt nämlich einmal... Achso, ich komme da gar nicht hin. Oder trifft den das, wenn ich jetzt den hier mache? Sollte eigentlich. Ja, das sieht gut aus. Wobei 67 jetzt auch nicht so der übelste Damage ist. Ich gehe jetzt mal auf den los, solange der seinen Stärkeboost noch aktiv hat. Oh, shit. Okay, das hat wehgetan. Dafür ist er jetzt down. Mist, verdammter. So, egal. Ich habe noch Heilungsoptionen.
Wenn der jetzt auch komplett hochgeheilt wird, dann habe ich den Kampf, glaube ich. Ja, also dadurch, dass ich jetzt hier mit 3 Leuten zugange bin und nicht nur einzeln wie seinerzeit mit Lloyd gegen Walt, kann man das, glaube ich, ganz gut wuppen. Ich habe keine Ahnung, wogegen der empfindlich ist. Ich probiere es mal hiermit. Ich glaube, den Zauber haben wir hier auch noch gar nicht gesehen. In Trades from Zero immer nur alle anderen Elemente. Und dann sollten wir uns hier mit normalen Angriffen eigentlich ganz gut über Wasser halten können. Jawohl, 125, nett. Diese Quickshots, die nerven ein bisschen, aber die werden jetzt das Ganze auch nicht zugunsten der Mafia drehen. Denn wir sind eigentlich so gut wie siegreich. Und Sparkle wird jetzt hier den Deckel zumachen. Sehr gut. Die haben sogar was gedroppt. Ich glaube, bei beiden kamen jetzt gerade Schatzkisten auch, nachdem sie ins Gras gebissen haben. Tierbalm und Smoke Grenade, okay. Ja gut, ich hätte auch mit Items heilen können, aber muss nicht sein. Hat auch so geklappt. You damned kids. Tja, mit den Falschen angelegt, würde ich sagen. Phew, I knew they weren't going to be pushovers, but that was tough. That guy had one hell of a gun, seemed military grade to me. I'd bet good mirror it was made in Erebonia. I'm sure that's just one of the many kinds of weapons their group smuggles. By the way, Lloyd, I must say you played your part as bait to perfection. The dramatic confrontation and fall, it looked so real, it had me on the edge of my seat. Tja, well, your plan didn't give me much of a choice, didn't it? I wasn't about to let anybody else put themselves in harm's way. Man, that was your reason for putting yourself in the crosshairs? Don't know if I should say you're a nice guy or just a sucker. Wahrscheinlich beides. Sorry. Yeah, that soft-hearted nature of yours is sure to cause problems in the future, although I don't necessarily find that part of you to be a turn-off. Huh? Anyway, I was able to exact my revenge, and it was all thanks to your help. Your cooperation has been much appreciated. Ich mag den Wazy voll gerne. Den Walt eher nicht so, aber das hat sich schon früh abgezeichnet. You cocky little, where do you get off acting like you've won? Haha, now you've done it, you sons of bitches. From this day on, you've made an enemy of Rivage. You damn rookies will rue the day. All of the Diet members are on our payroll. Don't think you'll be able to get away scot-free. Is that what you think? Ja, das hat er sich jetzt nicht nehmen lassen können, ne? What? Looks like you haven't taken your lesson too hard yet. New plan, I'm gonna hang you dumbasses upside down like a bunch of punching bags, then beat the absolute piss out of ya. Please? Wait, Walt, that's going too far. Not to worry, you can leave the rest to us. Walt, try not to get too carried away, okay? These guys are professionals after all. They could bite back even stronger next time if you mess with them too much. Whatever. Hey, how about this, boys? Why don't we keep this friendly little spat to ourselves? Ich finde das übrigens mega interessant, wie viel Respekt Walt vor Wazy hat. Also irgendwie fühlen die sich an wie zwei Kumpels, die übelst die Wertschätzung füreinander mitbringen, die sich aber einen Spaß draus machen, sich gegenseitig dann in verschiedenen Gangs dann doch irgendwie zu bekriegen, in Anführungsstrichen. I doubt pros like yourselves would want your bosses to find out you got your asses handed to you by a bunch of brats like us. Such a pathetic report wouldn't go over well, now would it? Get banned, asshole. You'd be too arch under if we were taking you seriously. Ja, das sagen sie alle. My, I'm no lawyer, but if you ask me, it's probably in your best interest to bow out now. Aha, Grace ist da. Natürlich, die ist immer da, wo Dinge passieren. Grace? What are you doing here?
Naja, die Frage erübrigt sich, glaube ich, bei ihr. Wir kennen sie ja nun schon seit ein paar Minütchen. Tee, I've been keeping my eyes peeled for my favorite new rookies these past few days. And much to my expectations, what an absolute feast of information you've given me. Oh boy, I'm dying to write up a riveting tale in my next article about this unlikely operation. Why, You're just some bitch from the local rag you think you can take revenge on, huh? Well, circumstances are more complicated than I care for, so I won't reveal your names. However, if you bad boys are caught pulling another stunt like this, I can't make any promises. Ugh. Fine, whatever, we'll be going now. But if you don't keep your word, lady... Yeah, standard issue threat, I got it. To be fair, though, you're the ones that should be worrying about keeping your promises. Wouldn't want to be in hot water, would we? Crossed the line again, and a little birdie told me you might find the braces on your tails. What? The braces? Just a little for your information, Arios was strongly considering taking over this case. Naturally, being as in demand as he is, he was totally up to his neck in requests. He figured he'd leave it in your guys' hands this time. Is that true? He's keeping tabs on us, eh? That appears to be the case. Oh, hell no. As if we'd ever be moronic enough to make an enemy of Arios McLean. There's no point in staying in this dump any longer. You're out of here. Das habt ihr vor 2 Minuten schon mal gesagt. Tschüss. Es ist so lustig, wie die von allen Seiten zurecht degradiert wurden und bloßgestellt worden sind. Die haben es nicht anders verdient. Oh boy, Arios McLean, the divine blade of wind. I've heard my fair share about his exploits, but I didn't think the name alone would be enough to send the mafia packing. To hell with this shit. Screw it, show's over, boys. Get your asses moving, we're leaving. Yeah! Tschüss. War schön mit euch, oder auch nicht? Es war aber schön mit Wazy. Gerne öfter als Gast in unserem Team, bitte. I must say, I couldn't have done it without your help, so I'm assuming this means mission accomplished for you. Yeah, I suppose so. Though, I guess our original mission was only to stop that one fight between your gangs a few days ago. Anyway, you shouldn't have a reason to go to war with Walt anymore, right? What are you going on about now? What? Whether the mafia is involved or not, it's not like our relations with the Saber Vipers are going to change overnight. We're still going to view each other as a blight on our territory. That won't change. Okay, Kindergarten geht also weiter. Sure, there probably won't be another large conflict between us for a while, but our regular scuffles are bound to continue, no doubt about it. Hold on now. Hey, if you don't want our future fights to get out of hand, you're more than welcome to stop by and intervene when the time comes. Perhaps you could even join in on our amicable little disputes, man. I'd welcome you with loving arms. I don't get the impression that he's joking in the slightest. Hey, well then, I wish you sweet dreams, everyone. Let us return, Abbas. Our crusade has ended. Let us withdraw. Yes, sir. Okay. Die Frage ist unser Job dann damit wirklich erledigt, wenn die ihre Fehde immer noch nicht beilegen wollen? What an incorrigible group of men. Meh, leave them be. They're just a bunch of hot-headed dudes raring for a fight. Nothing you can really do about it. For once you might be right. More importantly, we've successfully resolved our mission. Isn't that right, Lloyd? Yeah, for sure. It just doesn't feel very satisfying for some reason. Well, still not good enough. We had to rely on someone else to finish the job yet again. How was that? Did I nail it? Oh, jetzt uns bitte nicht schon wieder gegen's Schienbein treten. Well...
What useless petty pride. There's nothing wrong with accepting a little help in times like these. How else are you going to uncover the full truth? Only once you've understood this can you truly call yourself a detective. Ja, aber so war das ja, als der Arius McLean uns zu Hilfe kam und wir wurden durch die Presse komplett zerrissen. Also entscheid dich mal bitte, Grace, ob das jetzt gut ist, Hilfe anzunehmen oder nicht. Just like your brother. Huh? Well, I think it's time for me to head on home now. I gotta go exfoliate. You'd be surprised how much I work to keep my skin this flawless. Anyway, nighty-night. Okay, dieser komische Hint mit dem Bruder und ihn da so zurückzulassen ohne weitere Infos, ist schon unbefriedigend. Man, your brother was pretty famous, huh, Lloyd? Judging from what I've heard, it sounds like he was an extremely talented individual. When he was on the job, there weren't a lot of people that could outrank him when it came to proactiveness and persistence. At any rate, our mission is accomplished. Let's return to the SSS building and give Chief Sergei our report. Das machen wir. Hoffentlich ist er stolz auf uns. I think I get the picture. Das ist schon mal gut. I guess you guys did pretty okay for a bunch of rookies, huh? You pooled what little experience each of you have and found a way through. Thank you, sir. That is a compliment, right? Ich würde sagen schon. Anyway, I'm sure you caught a glimpse of it during this case. The thorny, problematic side of Crossbell. Well, yeah, it's definitely gonna be a pain in the ass. Crossbell's seedy underbelly, a complicated hotbed of corruption hidden just below the surface. It's true. Let me just remind you guys that the people over at CPD headquarters are anything but incompetent. Sure, some idiots decide to trade away their dignity for bribes, but most of our detectives are pretty damn capable. They've got morals and a sense of justice. However, they're often stopped by certain barriers. Politicians and public officials who have sold their honor to the mafia, for example. So, how about it, Lloyd? You're ready to turn in your badge and become a bracer? No, sir. These barriers are the reason the Special Support Section was established, right? Die Antwort kam schnell. Oh? Protect civilians above all else. The Bracers Code is admirable, but it has its own limitations. Some problems can't be solved by that alone. Smuggling and illegal arms dealing, the sale of stolen goods and MEHR laundering, collusion between the mafia and government officials. These are all problems that lie outside the Bracers' jurisdiction. He's got a point. So even the power of the supporting gauntlet has its limitations. However, as police officers, we have the power to right these wrongs. Countless barriers may stand in our way, but the possibility of getting over them isn't zero. He's right. We as the SSS can create opportunities others can't for true change in Crossbell. That's what you're trying to say, isn't it? Yeah, but hopefully I'm not being too optimistic. I do think that reality is not as simple as you make it out to be. However, I agree that the possibility is never zero. Take a look at this guy, would ya? Dueling with the head of a delinquent group, volunteering as bait to lure out the mafia. Here I had you pegged as the serious type, but it turns out you're as hot-blooded as they come. I'm not really sure if hot-blooded is the right term, Randy. Still, working with all of you on that last case helped me realize this. While it's true that we're still inexperienced, as long as we stick together, no matter how high they may be, there isn't a single barrier we can't overcome. Oh, das hat er schön gesagt. Lloyd. Well, how about that? Perhaps the cheesiest speech yet. Dann hast du noch nicht Reen Schwarzer gehört, Theo. Der kann's noch krasser. Okay, wenigstens er hat seinen Spaß. You don't have to laugh that hard, Chief. You think I have my head in the clouds, don't you? Yeah, I think you're fine the way you are. While it's true that the SSS was created under some complicated circumstances,
It's your guys' job to decide where we go from here. Use this division however you see fit. Chief. I might not be able to give you much direct assistance with your missions, but if you end up pulling some crazy stunt and tick off HQ, I can at least toss you a bone and cover for you guys. We appreciate it, Chief. I see you prefer a laissez-faire approach. Sneesh wollte ich gerade sagen. Sheesh. Being understanding is one thing, but this is getting closer to carelessness, Chief. Perhaps laziness is more apt. Hey, just one of the perks of being a no-good adult. Will the SSS remain a pale imitation of the Bracer Guild, or will it become something new, something that creates new possibilities for this city? I, for one, am going to kick back with a cigarette and watch the fireworks. Ja, mach mal. Sehe und staune, was wir so imstande sind zu leisten. Der Prolog ist offiziell beendet. Das heißt, jetzt geht's dann wohl erst richtig los. Ich hoffe, ich habe hier nichts ausgelassen. Gibt's hier irgendwie noch so einen Endstatus? So mit Rank, SA oder sowas? Scheinbar nicht. Welcome to the Force. Unflinching Justice. Was war das, was da gerade aufgeploppt ist? Oh. 2 Trophäen? Okay, also 1 wahrscheinlich für Abschlussprolog, aber das zweite? Da bin ich mir gerade nicht sicher. So, egal, ich speichere mal. Und dann schätze ich, dass wir jetzt einmal wieder unseren Crossbell-Rundgang machen können. Weil die bestimmt alle was Neues sagen, wenn der Prolog jetzt abgeschlossen ist. Und danach haben wir dann Freigang, denke ich. Seems like you had another rough month, Arios. Oh. It's fine, nothing new as far as I'm concerned. Anyway, I'm here regarding my payment. No prob! Via IBC as usual, I assume. Look, seeing as I'm the one giving you all these requests, I'm sure I'm the last person to talk. But maybe you should consider reducing your workload just a teensy bit. I can only imagine how lonely poor Shizuku must be. Oh, der hat also eine Frau. Oder ist es seine Tochter? Whoops, sorry, I said I wouldn't bring this up anymore, didn't I? Scheint dem Arios auf jeden Fall nicht so gut zu gefallen, dass er das anspricht. Oh, that reminds me, Headquarters contacted me again. They keep bugging me to get you to accept the offer. Are they seriously still at it? I've rejected their offer numerous times already. How many more will it take? Well, can you blame them? I'm sure they're just desperate to find someone to fill the gaping hole Cassius Bright left when he quit. Haha, da ist er wieder. Didn't you two train under the same master? Ist das so? You're basically equals when you look at your stats with the guild, so hurry up and accept already. While that may be true on paper, we're completely different people. Unlike Cassius, I haven't solved any conflicts on an international scale. Noch nicht, Arios, vielleicht passiert das ja hier. To be honest, even being considered his equal is far more than I deserve. Oh, don't give me any of that, we both know it isn't true. What about that case in Remifaria? The Grand Prince himself presented you with a Medal of Honor. If you ask me, that's more than enough of a qualification. I have to disagree. I never truly resolved the issue. I may have prevented the immediate disaster, but the masterminds responsible are still out there. I'd actually intended to refuse the medal. Gosh, Arios, you're a regular stick in the mud, you know that. Come on, accepting that promotion will drop your workload a little bit. You've done over 100 requests this month alone for ideal's sake. That can't be healthy. Well, I certainly don't feel like I bit off more than I could chew. Traveling for work isn't nearly as strenuous now that there are more trains and flights coming in and out of the city. And besides, those 2 braces transferring here should have reduced my workload a bit. Oh, you mean those kiddies? I suppose you're right. They might be rookies, but I see a lot of potential in them. And at the very least, they'll be much more dependable than those kids in the special support section. Hello? Anyone home? Oh, would you speak of the devil? Wer war das? Ich habe das zu spät gesehen. Das ging automatisch weg. Come on in, we're upstairs. Oh, the 2nd floor, gotcha. Thanks for having us. Ah ne, das war jetzt ein Typ gerade. Oh, nein! Nein!
Nichts kommen. Estelle und Joshua sind auch hier. Okay, alles klar. Mein Kopf muss erstmal klarkommen. Oh, ich bin gerade ein bisschen überwältigt. So ein ganz kleines bisschen. Ich habe gerade richtig Hitze. Holy smokes. Arios is here too. Oh Gott, hab ich die beiden lange nicht mehr gesehen. Ich fühle mich, als wäre das wie so eine Reunion, die 20 Jahre alt ist oder so. I'm glad we managed to catch you while you're in. Yes, it's quite a lucky coincidence. It's been 3 months or so, hasn't it? I'm glad to see you're both doing well. Was macht ihr gerade? Wie geht's euch? Wie sieht euer Alltag momentan aus? Sehen wir euch jetzt öfter? I never imagined we'd be seeing you two transferring to our little branch. Oh Gott, das heißt, die sind jetzt hier langfristig. Oh mein Gott, ich komme nicht klar. This is just fantastic. Now that you're both here, we have Crossbell cleaned up in no time flat. We may be good, but we're not that good. We do our best to live up to your expectations. Bitte pack deine Mundharmonika nochmal aus und spiel ein Lied für uns. Estelle hat auf jeden Fall andere Kleidung auch, oder? Also die Farben sind so ungefähr die gleichen, aber ich glaube, die Details sind abgewandelt. A girl with twin tails. Was für eine Umschreibung. Oh, but where are our manners? We should officially introduce ourselves. Is there Bright, Senior Bracer? Ich denke, die kennen sich ja alle untereinander. Oder stellt sie sich gerade dem Spieler vor? Joshua Bright, also a Senior Bracer. Das wissen wir doch schon. Officially reporting for duty at the Bracer Guild's Crossbell Branch. Die Hilfe kommt, glaube ich, für Arios auch gerade ganz gut gelegen, weil ja gerade sein Workload auch Thema war. Afternoon of the Wolves. Spannend. Okay, das kam out of nowhere. Ich muss erstmal durchatmen. Ich bin sehr gespannt, was jetzt hier unsere nächsten Aufgaben sein werden und ob wir jetzt die Stadt verlassen dürfen. Bestimmt dürfen wir, aber wir werden es nicht mehr tun. Der sitzt da nicht mehr. Nein! Ich brauche eine neue Stichprobe. Oder das war nur in der Vorschau gerade nicht ersichtlich. Also der sitzt da vielleicht doch noch, keine Ahnung. The chief sure is late. I'd like to start our morning meeting soon if we can. I really don't think we can begin without him. I would have slept in if I knew we'd just be waiting around. Waking up at noon, hitting the casino, letting the good times roll till the wee hours. That's the life. The life of a hopeless reprobate. Sorry, I'm late, everyone. Alles gut. War doch nur 1-2 Minuten, oder? Es wurde nicht gesagt, wie lange wir warten. Könnten auch länger gewesen sein. Aber Hauptsache immer die Kippe im Mund. Chief Sergey, good morning, sir. Good morning. Shall we start the meeting now? No need. Just got a call from HQ. You guys have been assigned a special mission today. Congrats. A special mission? Das fängt ja schon mal wieder gut an. I'm getting some bad vibes already. Is it similar to the previous one? Don't look at me, they didn't give me any details. You'll have to go to the main CPD building and find out yourself. Your client will be waiting for you there. Ist bestimmt jemand, den wir kennen. Oder? Und jetzt wird es wahrscheinlich auch wieder einen Haufen Sidequests geben, die wir hier in Crossbell abschließen können. Vielleicht auch in der Umgebung. Police Headquarters 3F. Oder Third Floor. Na, wer wird uns hier erwarten? Well, here we are again for another visit with Vice Commissioner Jackass. Ja, das ist ein guter Name für ihn, den kann ich mir merken, der passt auch. I can only imagine what he wants to bitch at us about this time. Remember that we were told this was about a client waiting for us. I think it's safe to say he didn't call us here to complain. I have a sinking feeling he will find a reason to scold us regardless. Ja, das glaube ich auch. I know what you mean. We can't let it get to us, though. Ich bin gespannt, ob wir irgendwann mal in dem Spiel den Punkt erreichen, wo wir ihm richtig verbal auf die Fresse geben und uns einfach selbstbewusst zur Wehr setzen. Diesen Moment möchte ich nochmal erleben. Vielleicht braucht es auch einfach einen Charakter, der noch mit dazukommt und das für uns übernimmt. Lloyd Banning's reporting in. The Special Support Section has arrived. Come in. Excuse us. Da sind sie. Ach, und die beiden Rezeptionistendamen. Oh, I recognize that uniform. The Crossbell Guardian Force, right? Oh, hell.
My, is that how you greet a former superior officer, Randy Orlando? Ist die neu? Ist das nicht die zweite Rezeptionistin? Care to elaborate on any hidden meanings behind that outburst of yours? Die ist auf jeden Fall richtig hübsch. Ich mag die Kombination aus ihrer Haarfarbe und der Brille. Oh no, I was just surprised to see you there. That's all. Die hatten bestimmt mal was miteinander, sonst würde er nicht so reagieren. Glaube ich. Do you two know each other? Your reaction is that of a man with a guilty conscience. Ja. Theo bringt's gut auf den Punkt. Oh, Sche. Show some respect, you four. This here is Lieutenant Colonel Sonya Belts, Deputy Commander of the CGF. Aha, also doch eine komplett neue Dame. Deputy Commander of the Guardian Force. Please forgive our misbehavior. Ja, aber die kennen sich ja. Also, dann ist doch okay, dass Randy so reagiert, oder? Weiß ich nicht. Lieutenant Colonel is one of the higher ranks in the military chain of command. She is that distinguished? Oh, you have no freaking idea. She is the CGF's second in command after all. Taking into account her expertise and how much pull she's got in the force, she might as well be in charge. At ease, detectives. So, you're the special support section I've heard so much about. Yes, ma'am. We were told you were looking to submit a support request with us, is that right? You should feel honored, rookies. Tun wir doch. Halt mal dein Maul da hinten. It's unheard of for useless greenhorns like yourselves to be called upon by the Deputy Commander herself. Oh Mann, ey. Vice Commissioner Pierre, allow me to handle it from here. Sehr gut. But, understood. I'll leave it in your capable hands, ma'am. Thank you. Ich glaube, die ist schon groß genug, um das alleine zu wuppen. Ich mag die irgendwie jetzt schon. Die hat so ein bisschen, wisst ihr, an wen die mich erinnert? Die hat so eine ähnliche Aura wie Morag aus Xenoblade Chronicles 2, als ich sie zum ersten Mal so gesehen habe. Auch wenn das nur Ersteindrücke sind, aber trotzdem. Allow me to formally introduce myself. My name is Sonya Belts. Können wir einfach beim Vornamen bleiben? Deputy Commander of the Crossbell Guardian Force. I came here to ask the Special Support Section to lend us your expertise on a particular matter. Let me begin with a brief overview of the situation. Ja, hau raus. Wir sind ganz Ohr. An investigation of monster attacks. Oh, das klingt gut. Wir dürfen raus. Wir dürfen raus. Bestimmt dürfen wir das. That's correct, Detective. Several locations throughout Crossbell have reported similar cases of monster attacks over the past month. We'd like for your division's cooperation in investigating this matter. Gerne. Sofort. Können wir gleich starten? Well, wait just a moment, please. Ja, sorry, Lloyd. You want us to investigate attacks that have been happening outside of Crossbell City? Do you take issue with that? No, ma'am, not at all. Ma'am, if I'm not mistaken, the CGF is already conducting its own investigation into the matter, correct? Considering that, is there even room for us to help? Yes, plenty, in fact. Wahrscheinlich, weil die auf keine zufriedenstellenden Ergebnisse gekommen sind oder die Monster zu stark sind für die. Too many questions remain unanswered to write these off as ordinary monster attacks. As much as I hate to admit, our investigators have hit a dead end, sag ich doch. Therefore, I'm hoping the investigation will benefit from a different point of view. A different point of view? A trained detective's, to be exact, one that will differ greatly from a guardsman. By that reasoning, however, I wouldn't specifically need the special support section. Deputy Commander Belts. I could have, for example, gone to the renowned 1st Division for their assistance instead. But... Well, I would love to introduce you to them, but as you know, they are preoccupied with their duties. As you can see, a number of unforeseen circumstances have led us to seeking the aid of the SSS. Are there any objections? No, ma'am. We'll gladly accept your request and aid you in your ongoing investigation. How exactly would you like us to assist? Sergeant Mayor Seeker? Yes, ma'am. Die sind beides nicht die Rezeptionisten-Damen. Ich habe die voll... Also gut, anhand ihrer Uniform hätte man das eigentlich auch sehen können. Here you are. Oh, thank you.
Was denn? Wait, huh? She seems... Is something wrong? I'm fine, my apologies. I can't help but feel like I've seen her somewhere before. Monster Damage Report. Interesting. Dankeschön. A report. It appears to be a case file from the CGF. Correct, it contains all of our findings thus far. We'd prefer if you began your investigation having only read that file. Doing so will eliminate unwanted bias from your work. I see. In that case, we'll look through it as soon as we're done here. Ja, das wird noch ein bisschen dauern. We leave it in your capable hands. Well, I suppose we have to excuse ourselves for now. We'll establish a direct line of communication with the SSS, so don't hesitate to contact us if you discover anything. Was heißt denn Direct Line? Dann können wir wahrscheinlich von unserem Schlafplatz aus mit ihr in Kontakt treten, oder was? Roger. My apologies for the disturbance, Vice Commissioner. No, not at all. Feel free to drop by my office anytime. Und weiter? Looks like you're a bit more comfortable with your current work, Randy. Aha, guck mal, wird er doch nochmal angesprochen. Well, you know, I'd say the work here is more thrilling than staring at the border and doing drills all day. Good to hear. I'm glad my efforts to transfer you were worth it. Ach, sie hat ihn hierher gebracht? Okay. Let's head out, Seeker. Roger. Heißt sie wirklich Seeker? Ey, das ging automatisch weg. Hallo? Ich wollte die Verabschiedung noch lesen. Phew, man, oh man. So she was your superior officer back in the Guardian Force, Randy? Sure was. She wasn't my direct boss though. She just gave me a bunch of tips and pointers for our training and drill sessions. Don't let her gorgeous looks fool you. You cross that lady and bam, full nightmare mode. She'll scare the piss right out of you. Das macht sie irgendwie nur noch sympathischer, finde ich. Knowing Randy, I can only assume his terrible work ethic set her off on multiple occasions. Das glaube ich auch, also zumindest so ein bisschen in die Richtung gehend. I could absolutely see that happening. He has a knack for getting in trouble with women. On that note, do you know the girl that was accompanying the deputy commander, Randy? No, never seen her before. I'd bet a pretty mirror that she's in the Tangram Gate division of the CGF. Those guys assist Deputy Commander Belts with her work. Oh, wait just a sec. Don't tell me you've taken a fancy to her. Well, Lloyd, was it love at first sight? Well... Aha. Erste Eifersüchteleien. Guck mal, der Blick. Oh, und der Blick auch. Jetzt geht das schon wieder los, ey. Lloyd 2.0 hier. What? No, it was nothing like that. I just had a strange feeling that I had met her somewhere before. Für dich interessiert sich gerade keiner. Oh, right. How much longer do you rookies plan to take up space in my precious office spewing this pointless drivel? Don't tell me. Is this a plot by that good-for-nothing Sergei to have you come here and humiliate me? No, sir, definitely not. We're terribly sorry, sir. Please excuse our rudeness. Go on, get out of here. To think that every single one of you ignored my warning. You should know full well what awaits you then. Ja, komm und hau uns doch. Ich hau zurück. Well, hey now. Whatever, enjoy that little investigation of yours out in the wilderness. I'm sure it will be a fun little camping trip. Why don't we transfer your entire team to the Guardian Force while we're at it? We can boot that damn Sergei out along with you. Der redet wahrscheinlich mit Sergei genauso respektlos wie mit uns, ne? If you'll excuse us. Schwierig. Eigentlich gar nicht schwierig, aber... Wenn man über die eigene Zunge stolpert, ist schon scheiße. Vice Commissioner Jackass strikes again, I swear. As soon as I step in there and see the dumb tuft of hair on his forehead, my blood pressure spikes. A pathetic attempt to stave off a receding hairline. I suppose we were being disrespectful in front of him. However, that doesn't warrant his condescendingly vulgar tone with us. Let's just try to forget about him for now, guys. We should head back to the SSS building and go through this report. After that, we need to decide on the direction our investigation should take.
Right, Lieutenant Colonel Bates gave the impression these weren't ordinary monster attacks. I am curious what she meant when she said too many questions remain unanswered. Vielleicht sind das Gegner, die, wenn man sie besiegt, immer wieder auftauchen. Oder, oh, Monster Damage Report Summary. There has been a recent string of attacks by unidentified monsters throughout Crossbell. The Guardian Force has performed an investigation in an attempt to evaluate the incidents. Witnesses at each of the 3 locations report seeing or hearing wolf-like monsters. The following 3 pages detail each case. Ja, achso, gehe ich weiter. Einmal X drücken. Erstens, Armorica Village. Date time, 3 weeks ago, night. Location, entire village area. Damages, crops and livestock of all families damaged to varying degrees. Damage not discovered until morning after, according to village chief. Eyewitnesses, none. All villagers asleep. Also, ja gut, also sind sie relativ leise auch vorgegangen, sonst wären sie ja dadurch geweckt worden. Other evidence, various canine prints were discovered inside the village. No similar prints found in areas outside the village. Aha, St. Ursula Medical College. Ich sehe schon, dass wir für diese ganzen Spots in alle Himmelsrichtungen die Stadt verlassen werden, um diese Punkte zu finden und dann so ein bisschen die Welt erkunden dürfen oder zumindest das Land erstmal. Daytime 1 week ago night in hospital premises. Damages, 1 medical resident was attacked and wounded by a trespassing pack of monsters found by hospital staff the morning after. Eyewitnesses, the injured resident reported seeing black wolf-like monsters. Other evidence none found near scene of attack. Statement was vague and possibly inaccurate. Und Mainz Mining Village, 2 days ago, 10 p.m., in front of the inn. 1 miner heading home was injured by a pack of monsters. A colleague rushed to his aid. Townspeople saw wolves escaping. Prints discovered near scene that resembled those found in Armorica Village. The mining equipment in this town was damaged. This is now the 3rd incident. Patrols may be necessary. Also je nachdem, in welche Richtung wir uns in welcher Reihenfolge begeben, werde ich mir das dann wahrscheinlich nochmal vorher durchlesen am jeweiligen Ort. This is worse than I thought. So it really is happening everywhere. It seems most of these incidents haven't been reported by the media yet, though. Yeah, there's something fishy going on, no question. These are definitely not your typical monster attacks. Do we know whether or not these wolf-like monsters are native to Crossbell? I'm not sure actually, but clear paw prints were found at the scene of each incident, so I think it's safe to say creatures like this exist and are in the area. But the Guardian Force's investigation still hasn't confirmed their existence, right? That's a little disconcerting. Yeah. For real, these monsters must be pretty damn crafty if they're able to pull off all these attacks without ever being seen. I mean, shouldn't they have hired some kind of hunter to track them down instead? Probably so. I am not certain we will be able to contribute much to this case. Ja, ich denke schon. Wir haben Lloyd dabei, der hat den 7. Sinn. Lloyd, what's the matter? Did that ace detective light bulb of yours start flickering again? Kann man sich richtig gut bildlich vorstellen, ne? Not exactly, I was just thinking. Ist doch das Gleiche, das meint er doch. I know these are monster attacks, but why don't we treat this as we would any other investigation? Well, I suppose the deputy commander did say she wanted a detective's point of view. Should we search for clues as per usual? Yeah, and if we treat this series of attacks as all being part of one large case, who would be our culprit? Obviously those wolf-like monsters the report mentioned, right? Sounds like a pack of them being moving together. True, and with that in mind, what would the profile and motive of the culprits be? Motive? Oh, I understand now. You're saying that a motive isn't apparent from these reports? Exactly. If these monsters are as intelligent as we suspect, they would typically stay away from populated areas. If the motive was hunger, the medical college would be the last place they'd look for food. There has to be some hidden truth that explains their seemingly irrational behavior. Logically speaking, that does make sense. I suppose we've settled on a direction for our investigation then.
I think so. We start by visiting the affected areas and gathering information from anyone connected to the incident. By doing things our way, we'll be able to supply the CGF with some supplementary info at the very least. I agree. Every little clue and lead we can find will go toward helping the Guardian Force. Phew, that's a relief. Here I was, thinking we'd be spending the day blindly hunting monsters in the mountains. So, Lloyd, where do you suggest we begin our investigation? Das ist eine sehr interessante Frage. Können wir uns das aussuchen? Let's see. How about we start with America Village, the first area that was attacked? Considering the America report was the most detailed, maybe we'll be able to gather enough clues to start building a profile of the monsters. That sounds like a good start. America Village is northeast of Crossbear City, right? Yeah, we should be able to get there by taking the bus from the east exit. And needless to say, this is our first mission outside of the city. Ein Bus nehmen? Gab's da irgendwo eine Busstation? Habe ich was verpasst? We don't know what we're heading into, so let's make sure we leave well prepared. Makes sense. To be safe, we should check any new support requests that have come in too. Ja, ich glaube auch, das wird noch eine Weile dauern, bis wir hier wirklich den ersten Schritt raussetzen, aber es ist in greifbarer Nähe und das ist ja schon mal viel wert. So, Overdue Book Retrieval. Ey, mit sowas dürfen wir uns schon wieder auseinandersetzen. Während draußen vielleicht Leute sterben, weil wir die Wölfe nicht aufhalten. Die Wolfen wollte ich schon sagen. Bin noch voll im Xenoblade-Sprech drin. We're running into a problem. Namely, people are checking out books and not returning them on time. I need help retrieving them. See me at the city library in the administrative district. Von Miles kommt die Anfrage. Miles war der Rezeptionist, ne? Hunting for Ingredients von Oscar. I'm seeking ingredients to use in a new special bread recipe. Can you guys lend me a hand? Please come visit me at Morg's, the bakery on West Street. Als ob wir nicht wüssten, wo das ist. Assistance with new service. IBC. Oh, das ist, glaube ich, die interessanteste Mission. Bisher in dem Gebäude waren wir noch gar nicht drin. We are recruiting people to help us implement a new service here at the IBC. If you have Sepet on hand, can we please have a moment of your time? Thanks in advance for your assistance. Ich weiß nicht, ob unsere Sepet ausreichen, aber wir werden sehen. So, also, Bibliothek, Bakery und IBC. Das sind dann nämlich die Orte, um die ich erstmal einen Bogen machen sollte, wenn ich den Stadtrundgang erstmal avisiere. Aber wir gucken, wenn wir schon mal hier sind, erstmal nach, was Sergey zu erzählen hat. Nothing beats a morning smoke. Oh hey, were you guys listening? If so, stop dilly-dallying and do your best. At least do enough that you don't piss off the Vice Commissioner. Zu spät. Yes, sir. I don't know the details, but the case involves the Guardian Force, right? If you fail to deliver, I can save you from the Vice Commissioner's wrath. Den haben wir eh immer auf unserer Seite. Also der hasst uns, egal was wir machen. Ob wir gut performen, ob wir schlecht performen. Ich glaube, seinen Respekt irgendwann zu erlangen, das wird noch sehr lange dauern. Falls das überhaupt möglich ist. Ich habe nämlich das Gefühl, dass der eher so Fraktion-Prinzipienreiter ist. Also einfach uns haten, einfach weil wir sind. Ich glaube, das ist so seine geheime Berufung. So, ich will hier mal nur auf Nummer sicher gehen, dass nicht plötzlich dann doch jemand im Zimmer ist oder so. Kann ja sein. So, Pop sagt auch was Neues, würde ich sagen. Guck mal, der sitzt nicht mehr auf der Bank. Also ich meine, jetzt ist ja gerade eh klar, dass hier alles neu ist, aber ich muss mir trotzdem eine neue Stichprobe suchen. Aber das werde ich wahrscheinlich auch nicht heute entscheiden, weil wir werden heute mit dem Rundgang starten, aber den definitiv noch nicht abschließen. Und ich fange jetzt mal mit meiner Route hier an. Weil jetzt habe ich das Gebäude nämlich durch, jetzt laufe ich nicht mehr Gefahr, das beim nächsten Mal zu übersehen und dann gehe ich hier noch in den Laden. Und der Rest, der hat sich ja inzwischen eingegroovt, was das Ablaufen angeht. Hey Miss, that guy stopped by the shop again, if you were wondering. Was? That guy, you mean Chief Roberts? Yeah, that's him. He left another Orbis stuff with me like he did last time. I'd like you to take it off my hands sooner rather than later if you're planning on buying it. Very well then. Tio's boss sure likes to work in roundabout
always, doesn't he? Mir fällt gerade was ein. Kann es sein, dass ich vergessen habe zu reporten? In dem Gebäude gerade. That's for sure. I don't understand why he doesn't just give it to you directly. Chief, you are dangerously close to pushing me over the edge if you do not cut this out. Oops. Oh yeah, Dudley came by the shop this morning. Sounds like he has a lot on his plate nowadays. Jeez, he's always been a no-nonsense, stubborn mule, but I'm worried he's overworking himself. Das ist der Typ, der uns bei dem Law irgendwas entgegenkam in der letzten Folge. Oh yeah, Dudley came by the shop this morning. Sounds like plate. Ja, das kennen wir schon. So. Mir ist nämlich gerade eingefallen, dass ich eventuell noch Geld kriege aus der letzten Mission. Warte mal, bevor ich jetzt hier Entscheidungen treffe. Mit limitierten Optionen. Ich will nur auf Nummer sicher gehen. Wir haben ja unten im Erdgeschoss das Ding. Vielleicht bin ich da auch drauf gewesen. Ich meine aber, ich habe nur die Mission hier angenommen und bin dann direkt wieder abgedampft. Report to HQ. Hello, you've reached the CPD. This is Fran speaking. Seems like there's nothing you have to report now. Schade. Ich dachte, ich kann hier noch ein bisschen Geld abgrasen. Ja, also ich muss auf jeden Fall, wenn die ganzen Sidequests hier abgeschlossen sind, dann nochmal einkaufen gehen. Aber ich guck mal trotzdem kurz, was wir uns hier schon leisten können. Er hatte ja von dem nächsten Stab geredet. Das hier ist das für Tio, ne? Ist das ein Indikator, dass ich das eventuell kaufen sollte? An Orbit Stuff Designed to Combat Monsters on the Field. Ich würde das einfach mal mitnehmen. Ich glaube, ich habe beim letzten Mal auch angefangen, erstmal ihr Zeugs zu kaufen. Deswegen nehme ich das einfach mal. Hier gibt es aber... Also eigentlich macht das aber wirklich wenig Sinn, weil sie eigentlich eher die Arts Queen ist. Was? Bord Laplacian. Ach, so hieß das Ding. Ich habe mir den Namen jetzt gerade gar nicht angeguckt, bevor ich es gekauft habe. So, warte mal, dann kann ich doch jetzt aber wieder... Genau, die alte Waffe kann dann weg. Also ich hoffe, man hat nicht irgendwie noch einen anderen Verwendungszweck dafür, aber ich brauche gerade die Kohle ganz dringend. Ja, und der Bedarf, der wird nicht weniger. Jetzt werde ich mit 279 wahrscheinlich eine Weile rumdümpeln, obwohl ich hier echt viel Kohle bräuchte, um mein Equipment ganzheitlich wieder aufzustocken. Aber na gut, dann ist es so. Hello everyone! Hello! Hi there! You're the special support section. I suppose it is a bit of a mouthful. The special support... Wie süß. The special sports section. Gotcha. Well, have fun with work. Ich dachte, sie sagt jetzt, have fun with your sports. That's not quite it. Well, we have only been around for about a month, I guess. I'm sure she'll remember the name after a bit more time. Ich denke auch. Go, go, Special Sports Section. Ich feiere das. Ich finde das mega cute. Now that all the cars are getting more popular, illegal parking has become a bigger issue. Yeah, welcome to our world. When people park on the side of the highway, they're being a pain for pedestrians and fellow drivers, you know. Like it or not, roads are for everyone. Owning a car doesn't put you above the law. Tja. Illegal parking is becoming a big problem. Like it or not, roads are for everyone. Owning a car doesn't put you above the law. Ich glaube, da muss die Regierung mal einschreiten und da irgendwie Lösungen finden. I just saw this massive green car. I think it might have had the Carlsberg Guardian Force emblem on it too. Aha, I saw this massive green car. Wo ist denn dieses massive green car? Hier stand... Doch, er ist noch da. Meint ihr dieses Fahrzeug hier? Oder sie? Es war Gina, es war eine sie. Let me tell you, Crossbalance love their gossip. One lap around the city will fill you in on loads of interesting tidbits. But be it an urban legend or foreign economics, all kinds of news flies around the city. Almost makes you think that we can't keep a secret. Okay. Gossiping is almost second nature to most Crossbalance. Well, perhaps that's because our history is rooted in trade. Ja, stimmt, das ist auch irgendwie eine Form von Trading. Dieses sogenannte Gossiping. Das muss ich mir jetzt als Thema merken, wenn es darum geht, zukünftig zu erkennen, wann hier alle was Neues sagen. So.
Was ist denn... Achso, ich habe mich gerade voll erschrocken wegen der sich drehenden Uhr oder was das da sein soll am Department Store. Oh my gosh, did you hear that? Like some totally creepy monsters attacked America and mines. That is messed up. Why the heck is the Guardian Force just sitting on their butts at a time like this? Oh my gosh, did you hear that? Okay, es hat sich auf jeden Fall rumgesprochen. Obwohl die Presse darüber nicht berichtet, haben wir ja vorhin erfahren, ne? Well, we shouldn't have to worry. They'd never attack us here in the city or whatever. After all, we have the lovely braces just over on East Street to watch over us. Und eure CPDs. Aber die haben sich hier noch nicht so ganz auf dem Schirm. Wahrscheinlich müssen wir erstmal wieder für ein paar Positivschlagzeilen sorgen im Zusammenhang mit diesem Fall. Tourism is considered one of Crossbed's biggest and most profitable industries. They even make room in the state budget for it, believe it or not. Handling out balloons is an important role all its own, actually. It makes tourists happy and excited to be in the city. Tourism is considered one of Crossbed's biggest... City, okay. Ja, ich habe immer noch keinen Ballon von dir bekommen, also das nur am Rande. Wollte ich mal anmerken, denn ich hätte nach wie vor ganz gerne einen. Also ich weiß, ich muss noch in die ganzen Gebäude rein, aber das hebe ich mir fürs nächste Mal auf. Ich gucke noch, wen wir hier antreffen. The Transcontinental Railroad opened for public use around 20 years ago. Now you can travel directly to Eastern Zemuria on a single railway. Now you can travel directly to Eastern Zemuria on a railway, blah. Even though it will be a long and expensive trip, I feel obliged to make it someday as a train fanatic. Ich hoffe auch, dass wir hier ein bisschen mit dem Zug rumdüsen dürfen, aber das wird safe noch kommen. Ah, this must be it, Crossbell Station. This city is just so big, it's no wonder I got lost. Ah, du machst das schon. Da hängen wahrscheinlich überall Hinweisschilder aus. Ansonsten frag mich. Come on, dear, we're going to miss the train at this rate. If we're late getting home, then you will be the one to blame. Oh, noch mehr Stress, noch mehr Stress. Macht ihr beiden mal, ich halte mich raus. Cargo from the Republic is scheduled for delivery today. I'm not sure why I came early. The cargo's never on time. Should have just slept in, to be honest. Das hat Randy vorhin auch gesagt. Cargo from the Republic is scheduled. To be honest. Okay, könnt euch ja wieder aufs Ohr hauen. We need to leave through the east exit to get to America Village. Let's turn around and head toward East Street. Ich muss aufpassen, dass ich nicht zu früh den richtigen Ausgang beim nächsten Mal erwische. Nicht, dass man dann nicht mehr zurück kann oder so. This is Crossbell Station. I don't think we need to catch a train right now. Noch nicht, mein lieber Leute. Noch nicht. Aber der Bedarf wird bestimmt erwachsen. Sooner or later. So. Warte mal, ich kann, wenn ich hier schon mal bin, einfach mal kurz gucken, ob diese rote Leuchte da inzwischen weg ist von der Tür. Dafür musste man ja nicht allzu weit laufen. Wobei, das hatten wir schon. Nee, das hatten wir schon. Das war an anderer Stelle. Ja, genau, hier. Hier war noch die Barriere. Keine Ahnung, wann wir da hinkommen. Gut, ihr Lieben. Ich werde jetzt auf jeden Fall so langsam den Part beenden. Wir werden beim nächsten Mal unseren Stadtrundgang machen. Ich starte im Central Square, indem ich da in die ganzen Gebäude reingehe. Und dann machen wir ab East Street Downtown District wieder unsere Runde, die obligatorische gegen den Uhrzeigersinn. Und ja, werden mal gucken, wen wir so antreffen. Vielleicht in dem Zusammenhang auch schon die eine oder andere Mission abschließen. Wobei, das glaube ich nicht. Ich hatte ja als Richtwert so 2 Parts pro Komplett-City-Erkundung und so. Deswegen glaube ich, dass Sidequests etc. eher in der übernächsten Folge ein Thema werden. Aber never say never. Lassen wir uns überraschen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten heute und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!